Lukas, ich hatte heute ein schreckliches Gespräch mit meinem Chef. Es war eine Katastrophe. Eine Katastrophe? Was ist passiert, Anna? Ich wollte ihm eine Idee erklären, eine gute Idee, aber er hat mich nicht verstanden. Er hat mich unterbrochen und am Ende war ich so verwirrt, dass ich nichts mehr sagen konnte. Das klingt frustrierend. Kommunikation ist manchmal schwierig. Lukas, ich frage mich, warum ist Kommunikation so schwer? Ich spreche doch Deutsch, ich sage meine Worte, aber die Leute verstehen mich trotzdem nicht. Das ist eine wichtige Frage, Anna. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über Kommunikationsfähigkeiten. Wie spricht man klar? Wie hört man gut zu? Und wie vermeidet man Missverständnisse? Das ist genau das, was ich brauche. Ich will lernen, besser zu kommunizieren. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute Kommunikation, der Schlüssel zum Erfolg. Los geht's. Also Lukas, fangen wir ganz vorne an. Was ist gute Kommunikation überhaupt? Gute Kommunikation ist mehr als nur Worte zu sagen. Es ist die Kunst, verstanden zu werden und andere zu verstehen. Kunst. Das klingt kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach. Gute Kommunikation hat 3 Teile: wie du sprichst, wie du zuhörst und wie du Körpersprache benutzt. Sprechen, Zuhören und Körpersprache. Das sind 3 Dinge. Genau. Und heute lernen wir alle 3. Ich bin bereit. Los geht's. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Wie du sprichst. Was ist wichtig beim Sprechen? 3 Dinge sind wichtig: Klarheit, Lautstärke und Tempo. Klarheit, Lautstärke, Tempo. Kannst du das genauer erklären? Klarheit bedeutet, sprich deutlich. Nicht, ich meine, sprich in ganzen Sätzen. Ich sage oft und also. Das ist ein Problem? Ein bisschen ist okay, aber zu viele Füllwörter machen dich unsicher. Dein Gegenüber hört nicht mehr zu. Ich werde weniger sagen. Gut. Lautstärke bedeutet, sprich laut genug. Nicht zu leise, nicht zu laut. Und Tempo? Tempo bedeutet, sprich nicht zu schnell. Viele Menschen sprechen zu schnell, weil sie nervös sind, aber dann versteht dich niemand. Ich spreche oft schnell, wenn ich aufgeregt bin. Versuche langsamer zu sprechen. Pausen sind erlaubt. Pausen machen dich sogar klüger. Pausen machen mich klüger? Nicht wirklich klüger, aber sie geben dir Zeit zum Denken und sie geben deinem Gegenüber Zeit zum Verstehen. Also klar, laut genug, nicht zu schnell. Das kann ich lernen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Zuhören. Zuhören? Ich dachte, Kommunikation ist über das Sprechen. Nein, Anna. Gute Kommunikation ist zu 50% Zuhören. Vielleicht sogar mehr. Mehr? Wie kann Zuhören wichtiger sein als Sprechen? Wenn du nicht zuhörst, verstehst du dein Gegenüber nicht. Wenn du nicht verstehst, kannst du nicht richtig antworten. Das stimmt. Ich habe meinen Chef nicht richtig verstanden. Deshalb war mein Vorschlag so schlecht. Genau. Gutes Zuhören bedeutet, du hörst nicht nur die Worte, du hörst auch die Gefühle. Wie höre ich Gefühle? Achte auf die Stimme. Spricht die Person schnell oder langsam? Klingt sie traurig, wütend, glücklich? Mein Chef klang heute sehr gestresst. Vielleicht war es nicht der richtige Moment für meine Idee. Genau. Du hast es verstanden, Anna. Was kann ich noch tun, um besser zuzuhören? 3 Tipps. Erstens, schau dein Gegenüber an. Zweitens, nicke ab und zu. Drittens, fasse zusammen, was du gehört hast. Zusammenfassen? Wie meinst du das? Sage zum Beispiel, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, oder also ist dein Problem, dass... Das ist klug. So zeigt man, dass man zugehört hat. Ja, und wenn du etwas falsch verstanden hast, korrigiert dich dein Gegenüber. Ich werde das bei meinem nächsten Gespräch probieren. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Körpersprache. Körpersprache? Das ist spannend.
Körpersprache sind alle Signale, die du ohne Worte sendest. Deine Haltung, deine Gesten, dein Blick. Ist das wirklich wichtig? Ich dachte, Worte sind das Wichtigste. Studien zeigen, nur 7% der Kommunikation sind Worte, 38% sind die Stimme, 55% sind Körpersprache. 55%? Mehr als die Hälfte? Das ist unglaublich. Ja, dein Körper sagt oft mehr als deine Worte. Was sollte ich mit meinem Körper machen? Schau dein Gegenüber an. Nicht zu lange, nicht zu kurz. Lächle, wenn es passend ist. Steh oder sitze aufrecht. Aufrecht? Warum? Eine aufrechte Haltung zeigt Selbstbewusstsein. Wenn du hängst, wirkst du unsicher. Ich hänge oft, besonders wenn ich nervös bin. Versuche aufrecht zu sitzen. Es macht einen großen Unterschied. Was ist mit den Armen? Soll ich die Arme verschränken? Nein, verschränkte Arme wirken abweisend. Sie sagen, ich bin nicht offen für dich. Wirklich? Das mache ich oft. Versuche deine Arme locker zu halten oder benutze deine Hände, wenn du sprichst. Gesten machen dich lebendig. Also aufrecht sitzen, Arme offen, lächeln und Blickkontakt. Perfekt zusammengefasst, Anna. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, Anna, von einem Manager, der nicht zuhören konnte. Einen Manager? Was ist passiert? Er war der Chef einer großen Firma. Er war sehr klug, er hatte viele gute Ideen, aber er hatte ein Problem. Welches Problem? Er hat nie zugehört. Er hat immer nur gesprochen. Er hat seine Mitarbeiter unterbrochen. Und dann? Was ist passiert? Seine Mitarbeiter haben aufgehört, Ideen zu teilen. Sie haben aufgehört, Probleme zu melden. Sie hatten Angst, unterbrochen zu werden. Das ist schlimm. Die Firma muss Probleme bekommen haben. Ja, die Firma hat viel Geld verloren. Gute Ideen wurden nicht umgesetzt. Probleme wurden nicht gelöst. Also hat der Manager wegen schlechter Kommunikation versagt. Genau, Klugheit allein reicht nicht. Du musst auch zuhören können. Ich will nicht so sein wie dieser Manager. Ich will lernen, besser zuzuhören. Das ist eine gute Einstellung, Anna. Lukas, was ist mit schwierigen Gesprächen? Wie kommuniziere ich, wenn es Konflikte gibt? Schwierige Gespräche sind besonders wichtig und es gibt ein paar Regeln. Erzähl mir die Regeln. Regel 1: Bleib ruhig. Wenn du wütend bist, warte. Atme tief durch. Ich werde oft laut, wenn ich wütend bin. Das ist normal, aber laute Worte machen die Situation schlimmer. Was soll ich stattdessen tun? Regel 2: Sprich über deine Gefühle, nicht über die Person. Was bedeutet das? Sag nicht, du bist immer so unordentlich. Sag, ich fühle mich unwohl, wenn es so unordentlich ist. Ah, ich rede über mich, nicht über die andere Person. Genau, so fühlt sich die andere Person nicht angegriffen. Regel 3. Regel 3: Frag nach. Wie siehst du das? Was denkst du? Was ist deine Meinung? Also nicht nur sagen, sondern auch fragen. Ja, ein Gespräch ist ein Dialog, kein Monolog. Ich gebe dir noch ein paar Tipps für den Beruf, Anna. Ja, berufliche Kommunikation ist wichtig. Meine Karriere hängt davon ab. Tipp 1: Bereite dich auf Gespräche vor. Überlege vorher, was will ich sagen, was will ich erreichen. Ich gehe oft unvorbereitet in Gespräche. Tipp 2: Sei konkret. Sag nicht, wir müssen mehr tun, sag, wir müssen 3 neue Kunden gewinnen. Also Zahlen und Fakten? Ja, konkrete Aussagen sind stärker als allgemeine Aussagen. Tipp 3. Tipp 3: Frag nach Feedback. Habe ich das klar erklärt? Gibt es Fragen? Und wenn jemand nicht versteht? Dann erkläre es anders, mit einem anderen Beispiel, mit einer anderen Methode. Also nicht einfach wiederholen, sondern anders erklären. Genau. Und vergiss nicht, Lächeln ist auch Kommunikation. Ein Lächeln öffnet Türen. Lukas, ich habe ein Problem mit meiner Schwester. Wir streiten oft. Worüber streitet ihr? Über alles. Über das Haus, über die Eltern, über die Zukunft. Sie hört mir nie richtig zu. Vielleicht liegt es an der Kommunikation, Anna.
Was kann ich anders machen? Erstens, höre deiner Schwester wirklich zu. Zeige Interesse. Frage nach. Das mache ich nicht immer. Zweitens, warte, bis sie fertig ist. Unterbrich sie nicht. Ich unterbreche oft. Ich will sofort antworten. Versuche 5 Sekunden zu warten. Atme einmal durch, dann antworte. 5 Sekunden? Das ist lang. Es fühlt sich lang an, aber es ist nur kurz und es macht einen großen Unterschied. Ich probiere es aus. Beim nächsten Gespräch mit meiner Schwester. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Gute Kommunikation hat 3 Teile. Sprechen, Zuhören, Körpersprache. Punkt 2. Beim Sprechen ist Klarheit, Lautstärke und Tempo wichtig. Punkt 3. Gutes Zuhören bedeutet wirklich hinzuhören und zusammenzufassen. Punkt 4. Körpersprache ist über 50% der Kommunikation. Aufrecht sitzen, lächeln, Blickkontakt. Punkt 5. In schwierigen Gesprächen ruhig bleiben, über Gefühle sprechen, nachfragen. Punkt 6. Für den Beruf sich vorbereiten, konkret sein, nach Feedback fragen. Punkt 7. Niemals unterbrechen. Kurze Pause machen, dann antworten. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Führt ein Gespräch und übt aktives Zuhören. Fragt, habe ich dich richtig verstanden? Und fasst zusammen, was ihr gehört habt. Schreibt in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge. Ich bin bereit. Führt ein Gespräch ohne zu unterbrechen. Kein einziges Mal. Das ist eine tolle Übung. Und vergesst nicht, gute Kommunikation öffnet Türen. Im Beruf, in der Familie, im Leben. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen. Und jetzt rufe ich meine Schwester an. Ohne unterbrechen. Ich schaffe das. Ich drücke dir die Daumen, Anna. Viel Erfolg. Danke, Lukas. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, wer gut kommuniziert, gewinnt Freunde und Erfolg. Und jetzt ab zum Telefon. Tschüss.